Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Schwierigkeiten jeglicher Art finden ausschließlich in unserem Verstand statt. Nirgends wo sonst. Wie ist das möglich? Ich sehe es doch alles um mich herum. Das ist doch nicht in meinem Verstand. Ich sehe es doch mit meinen eigenen Augen. Ich höre es mit meinen eigenen Ohren. Ich fühle die Angst in mir. Du hast hier einen Körper. In diesem Körper hast du 5 Sinne. Da hast du Augen, Ohren und all die anderen Sinne. Und du hast in deinem Körper, im Kopf, einen Verstand. Du hast auch noch weitere Dinge. Und jetzt ist es so, wenn deine unsterbliche Energie so einen Körper hat, ist das wie ein Raumanzug, mit dem man eine bestimmte Realität erleben kann. Das heißt, was deine Augen sehen, ist etwas Bestimmtes, es ist eine bestimmte Frequenz. Was deine Ohren hören, ist eine bestimmte Frequenz. Das heißt aber nicht, dass nichts mehr da ist, wenn du keine Augen hast und keine Ohren hast. Du kannst dir vorstellen, dein Körper ist wie ein Radio oder wie ein Fernseher. Da sind alle Frequenzen gleichzeitig vorhanden, beim Fernseher oder beim Radio. Jetzt ist dein Verstand und der Fokus in deinem Verstand so, wie wenn du das Rad drehst oder die Knöpfe drückst, um einen bestimmten Sender anzupeilen im Radio oder im Fernseher. Vorhanden ist alles, alle Möglichkeiten. Du kannst aber von Horror bis größte Freude einen Fernsehsender finden. Genauso kannst du von der schrecklichsten bis zur schönsten Musik, sage ich mal, einen Radiosender finden. Du musst nur deine Frequenz mit dem, was du hören willst, in Übereinstimmung bringen. Das heißt, also in diesem Fall beim Radio oder beim Fernseher musst du also sozusagen den entsprechenden Kanal anwählen. So funktioniert das mit der sogenannten Realität, dem Verstand, dem Körper hier auf der Erde. Das heißt, du hast einen Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Alles ist möglich, viel mehr noch wie bei einem Fernseher. Oder du könntest dir vorstellen, du hast einen Fernseher mit unendlichen Programmen, mit allem, was möglich ist. Das kannst du dir vielleicht vorstellen. Und jetzt ist es nur, dass du die Frequenz einstellen musst, um sozusagen entsprechenden Sender zu bekommen. Genauso funktioniert das im Leben. Alles ist möglich, aber in dir die Frequenz
das bedeutet, was du in dir fühlst und was du in dir fokussierst, erschafft eine Verbindung zu einer bestimmten Frequenz, wodurch du einen bestimmten Filmleben sehen kannst. Daher sehen wir alle ein anderes Leben, verschiedene Leben. Wir haben vielleicht Frequenzgruppen, was wir kollektiv nennen, die gerade gemeinsam auf einen Kanal gucken, wie beim Fernseher. Wir können ja auch gemeinsam zusammensitzen und uns gemeinsam einen Film angucken. Und trotzdem sehen auch wir in dem Film wieder nicht genau das Gleiche, sondern verschiedene. Das heißt, du kannst sozusagen deinen Sender durch den Fokus, und zum Beispiel Angst ist ein ganz besonders starker Fokus, auf Krieg kommt oder ich habe kein Geld oder Zusammenbruch von Finanzen stellen, nicht? Und du wirst das in deinem Fernsehfilm Realität sehen. Massen zu bewegen funktioniert immer über Angst. Wenn du sozusagen einen Sender siehst in deinem Leben, den du nicht haben willst, kannst du davon ausgehen, dass du deine Angst in dir fokussierst. Und wenn du jetzt hier bist und das hörst, kannst du dir sofort sagen, okay, muss ich das tun? Nein, Angst ist keine Realität. Ich kann das sofort loslassen. Und anstattdessen in mir eine neue Frequenz erschaffen, damit einen neuen Sender finden und eine neue Realität wahrnehmen. Ich war in Indien, aber nicht in Indien, sondern hier in Bali wurde mir sozusagen die Hand angemalt von einer Inderin. Es ist so lustig, falls du dich wunderst, was das für eine Hand ist. Das heißt, es gibt keine gemeinsame Zukunft oder Problematik in der Welt, sondern das Aufwachen bedeutet, dass wir erkennen, das Außen ist in dem Sinne gar keine Realität, genauso wenig wie ein Fernsehfilm der Realität ist. Ja. Sondern das ist eine Frage von, welche Frequenzeinstellung habe ich oder welche Timeline könntest du das auch nennen, wähle ich, auf was bin ich, das kann ich jederzeit wechseln und ich erfahre neue Fernsehfilme oder neue physische Realitäten. Vielleicht nicht sofort in der physischen Realität, weil die Dichte etwas schwerfälliger ist, tiefer ist. Das heißt, wenn du deine Frequenz neu ausrichtest, auf positive Gedanken, auf Dankbarkeit, auf Liebe, die du in dir entwickelst, auf Miteinander, braucht es vielleicht einen Moment, bis du das außen in deiner Realität siehst, aber wenn du da dran bleibst, siehst du das in deiner Realität, weil du ein neues Programm wählst. Also der einzige Unterschied zwischen dem Fernseher oder dem Radio, da kannst du die Frequenz unmittelbar wählen und ändern und du siehst sofort einen neuen Film. In Bezug auf das Leben ist es zeitverschoben. Das heißt, du brauchst nur etwas Geduld und du wirst eine neue Realität einstellen können. Und es geht schneller oder langsamer, je nachdem, wie sehr du dir selber glauben kannst und wie sehr du der Sache glauben kannst. Da der Glaube selber die Energie ist, die das erschafft. Das Erwachen bedeutet zu erkennen, wir sind Schöpfer, wir sind Einheit, wir spielen ein fantastisches Spiel für die Seele, der Limitierung, genau durch diesen Avatar, mit diesen Möglichkeiten. Denn unsere Augen sehen etwas, was eigentlich nur Energie ist, plötzlich als Realität.
um uns herum, 3D, dreidimensional anfassbar. Riesenspaß. Und in dem Moment, wo wir anfangen, bewusst Sender anzusteuern, oder anders gesagt, bewusst anfangen, den Film Leben zu gestalten, anfangen zu manifestieren oder gar mit dem in uns in Verbindung zu treten, was diese unsterbliche Energie ist. Das heißt, die Energie, die im Körper die Erfahrung macht, die weiterlebt, wenn der Körper abgelegt wird, die vollkommen ist, die genau in uns durch den Körper diese Limitierungen in den Erfahrungen macht, die da drinnen mitspielt. Wenn wir damit in Verbindung treten und daraus das Leben spielen, uns erinnern an, was wir eigentlich sind, dass wir ungetrennte Teile des göttlichen Seins sind, dass wir alle eins sind, dass jede Rolle in deinem Leben eine Reflexion deines eigenen Bewusstseins ist. Deine eigene Rolle ist auch nichts anderes als von dir im Bewusstsein erschaffen, aber keine weitere Realität. Ja, es ist so, ich habe mal heute erfahren in meinem Leben, meine Nase ist so und so und so und ich mache das und ich habe erfahren, wenn ich das mache, das ist gut und das ist schlecht und so weiter. Das ist alles nicht ein Bild, eine Frequenz, die ich mir im Kopf erschaffe. Und wieder funktioniert sie wie bei dem Fernseher oder bei dem Radio als Frequenz und erschafft mir damit eine bestimmte Rolle, die hier auf der Erde herumspielt. Und wenn ich erkenne, ich erschaffe die durch die Vorstellungen, die ich in meinem Verstand habe, aber nichts von dieser Rolle ist die Realität, was ich wirklich bin. Ich bin nämlich die unsterbliche, ungetrennte Energie. Dann sehe ich, dass nichts fest ist. Auch wenn ich mir bewusst werde, dass diese ungetrennte, unsterbliche Energie, die ich wirklich bin, nur in dem Gerät Körper, lass es mal uns so sagen, das ist ein Mind-Body-Komplex, ein Verstandes-Körper-Komplex, eine Apparatur, mit der wir Erfahrungen machen. Wenn wir das einfach anschauen, wie einen Fernseher, der durch das Drehen oder Knöpfe drücken bestimmte Frequenzen anpeilt und damit bestimmte Sender uns vorspielt. Es ist der eigene Körper nichts anderes als ein Gerät wie ein Fernseher oder wie ein Radio. Nur noch komplexer, halt ein sehr, sehr hochkomplexer Fernseher, der wirklich unbeschränkte Möglichkeiten hat. 2020 wurde mir von den Pleiadianen ja gesagt, es kommt darauf an, dass die Menschen in sich die Welt erschaffen, das heißt die Frequenz anpeilen von der Welt, die sie sehen wollen, so dass sich die realisieren kann. Das heißt, was du siehst in deinem Leben, ist das Bewusstsein, was du hast, oder die Frequenz, die du derzeit anpeilst, wie im Fernseher. Wenn dir diese gewählte Frequenz nicht gefällt, brauchst du nichts anderes zu tun, als deinen Fokus neu auszurichten. Das ist es, worauf es ankommt. In diesem Sinne freue ich mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal. Bis dann.